Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, weil in letzter Zeit so viele Leute nachgefragt haben, was so die beste Strategie im Dungeon ist und welche Runen und Klunker, ne? Also Runen sind ja Klunker, aber ich sage immer zu denen auch Runen, die besten sind, die pilzsparendsten. Ja, wollte ich euch das Ganze nochmal hier gebündelt in einem Video zeigen. Der Dungeon hat sich ja jetzt zu den letzten Dungeons ja nicht wirklich verändert. Trotzdem, ja, fragen immer wieder sehr viele Leute nach und da wollte ich euch einfach mal die besten Klunker zeigen, die man in Kombination bekommen kann, und wir werden nochmal einen kompletten Run machen hier auf dem Battle Mage. Auf dem brauchen wir sowieso noch ein paar Items, ne? Morgen übrigens um 7 Uhr, ich bin gespannt, wer von euch da am Start ist. Ja, Montag, da machen wir nochmal den letzten Livestream. Wir werden nochmal auf W50 und auf W27 ja, alles raushauen, was wir haben, und gucken mal, was wir noch bekommen. Ne? Und deswegen mache ich jetzt demonstrativ auf dem hier nochmal einen Run und sage dort dann alles weitere gleich. Ne? Ansonsten sind wir ja auf unserem Main soweit schon durch. Ne? Das müssen wir mal kurz hier noch machen. Ja. Aber kurz vor knapp. Okay, gut. Als erstes habe ich hier so eine schöne Übersicht für euch hier parat. Ja, wir gehen schon mal hier rein. So, ja, wegen Feeling und so. So, wir haben hier schon mal eine coole Übersicht, die habe ich gefunden in der SF-Taverne. Ja, Grüße gehen raus an der Stelle. Hier haben wir eine Tierlist sozusagen von den besten Klunkern. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch die screenshotten oder so. Ne? Und da haben wir hier alle gelistet von ja, beste bis schlechteste. Ist alles dabei, und ihr seht hier schon, die Seele des Hasen ist hier mit Abstand der beste Klunker, den ihr finden könnt. Und ja, die Top 3 Klunker danach sind schon die am besten mit der mit der S-Rune hier, ich sage immer Rune, ist irgendwie leichter von der Zunge zu sprechen als Klunker. Ja, ja, mit Seele des Hasen hier. Ne, dann haben wir hier einmal nämlich diesen Mondstein, der auch nochmal 20%. Also erstmal die Rune hier, die gibt euch 40% auf Ausweichen. Ich habe hier auch nochmal meine Favorite-Kombination hier am Start. Da haben wir hier einmal, ja, das sind eigentlich fast die Top-Tier-Runen, die ihr finden könnt. Das ist hier einmal die Seele des Hasen, die 40% ja, Ausweichchance oben drauf gibt. Dann haben wir hier einmal den Mondstein, der hier im Prinzip mit einer der, ja, in Kombination einer der besten ist. Und einmal hier auch den Spionageklunker, der euch ja, Chance auf unverschlossene Türen gibt, was euch wiederum Buffs und ja, Heals und alles Mögliche und ja, alles bereithalten kann. Ne? Welche aber meiner Meinung nach eine Pflichtrune ist halt Anhänger des Schlüsselmeisters in Kombination mit Seele des Hasen. Wenn ihr die beiden in Kombination habt, dann seid ihr eigentlich schon mehr als gut bedient. Ne? Ich hatte in einem Run hier, deswegen habe ich das gescreenshottet, diese 3 Runen. Das sind ja mit die besten, wie gesagt, die man haben kann. Wenn ich es mir aussuchen müsste, dann würde ich den Spionageklunker nach austauschen gegen den Mondstein hier, sodass wir insgesamt auf 60% Ausweichen kommen und 40% Chance mit dem Schlüsselmeister nach dem Fliehen einen Schlüssel zu erhalten. Ne? Das ist quasi passives Schlüssel generieren, ohne Damage zu kassieren. Ne? Und ja, warum sind die alle hier ja, in so einem Top-Ranking, sag ich mal, weil halt eben die Vorteile, wie gesagt, gut synergieren zusammen, und die Nachteile sind nicht wirklich Nachteile im Vergleich zu dieser Strategie, die ihr vorhabt. Ne, zum Beispiel bei Seele des Hasen, der Monster verursachte Schaden um 25%. Ihr wollt die ja eh nicht angreifen, sondern flüchten, deswegen ist dies auch kein direkter Nachteil. Hier genauso. Wir wollen die Monster nicht bekämpfen, sondern wir wollen ausweichen, deswegen verringert die Chance, Schlüsse aus Kämpfen zu erhalten um 15%. Brauchen wir in dem Falle dann auch nicht. Und ja, der schlechteste Nachteil meiner Meinung nach ist hier beim Anhänger des Schlüsselmeisters: eine Tür ist immer verschlossen. Ne, das heißt, ihr müsst irgendwie immer eine Tür, ja, die gerade da ist, müsst ihr nehmen. Das kann relativ unlucky werden, aber ansonsten ja, ist halt der Vorteil enorm krass. So, ne? Und ihr solltet durch das krasse Ausweichen, was ihr denn durch diese Runen bekommt, plus halt eben
die Chance, Schlüsse zu erhalten, weicht ja sehr häufig aus. Deswegen solltet ihr auch relativ viele Schlüsse am Start haben. Ne? Die Liste könnt ihr aufhaben, wenn ihr nebenbei eure Runs macht. Und dann könnt ihr einfach gucken, welche Runen die besten sind, welche ihr zur Auswahl habt und danach dann halt gehen. So, ne? Es gibt natürlich auch eine Strategie, finde ich auch ganz gut, dass man direkt auf die Monster raufkluppelt, so, ne? Schaden reduzieren Runen. Das sind hier diese roten. Eine von den roten, ich weiß jetzt nicht, welche das genau ist. Eine ist Opfertür und eine ist diese Stierrune. Da kann man auch bis zu 40% weniger Damage kassieren, ist auch ganz gut, kriegt man auch viele Schlüssel und so. Und ja, wollen wir aber jetzt nicht nehmen. Wir nehmen jetzt hier die Ausweichtaktik. So, in den ersten Räumen versuche ich immer, möglichst viele Fragezeichenräume mitzunehmen und relativ wenig Monster. Das liegt daran, weil, also das habe ich für mich so rausgefunden, ne? Das, was ich jetzt hier erzähle, ist auch übrigens das, was ich für mich als sinnvoll erachte. Das muss jetzt nicht unbedingt jeder teilen. Ne? Wenn ihr da eine andere Ansicht seid, dann könnt ihr dies auch gerne hier in die Kommentare schreiben. Ne? Das ist aber das, was ich so für mich rausgefunden habe. Ja gut, die hätten wir jetzt nicht unbedingt nehmen müssen. Da versuchen wir mal zu fliehen. Epic brauchen wir nicht, war jetzt ein Fehler von mir. Okay, wurden wir nicht bestraft zum Glück. Das Ding ist, die ersten paar Etagen, ja, versuchen wir so gut es geht einen Buff zu kriegen. Das läuft ziemlich unlucky hier, das Ganze. Gut, da haben wir einen Buff und relativ wenig Monster zu klöppeln. Hier gehen wir mal auf den drauf. Es lohnt sich nicht auszuweichen hier großartig. Denn ich habe die Erfahrung gemacht, es läuft sehr unlucky gerade, dass ja, ich zum Anfang versuche, so gut es geht, erstmal durch die ganzen Fragezeichenräume erstmal einen Buff zu bekommen. Dass wir jetzt einen Debuff bekommen haben, ist natürlich unlucky. Wir versuchen jetzt erstmal auszuweichen und uns wieder hoch zu healen, wenn wir Glück haben. Goldene Räume nehmen wir übrigens immer mit. Gut, das ist nun ein sehr schlechter Try hier, ja. Jetzt versuchen wir mal ein bisschen, okay, alles klar. Ja gut, kann ich jetzt auch nichts für. Ja, tut mir leid. Dass wir so bestraft werden, ist ja hier unglaublich. Ja, also da müssen wir das erste Mal aufladen. So, generell versuchen wir aber erstmal, wenn wir über die Hälfte des Lebens haben, Monster immer zu kloppen. Wenn wir Monster sehen, versuchen wir die auch zu besiegen, weil die halt generell sehr viel Schaden machen. Wir versuchen aber trotzdem immer noch ein gesundes Verhältnis zu haben zum Leben, ne? Dass wir hier einigermaßen clean durchkommen und ja, relativ, ja, sag ich mal, vielleicht bis zum Ende der 25. Etage mit, ja, so 3 Schlüsseln, 4 vielleicht, hier rausgehen. Das ist jetzt ziemlich unlucky gelaufen, das Ganze. Bei den Runen verringert den von Monstern verursachten Schaden. Da nehmen wir das hier, weil epische Räume brauchen wir so oder so nicht. Ne? Ja, ich glaube, ich habe im Gefühl, dass das ein sehr, sehr schlechter Run wird hier. Ja, habe ich einfach so im Gefühl. Ich weiß nicht warum. So, theoretisch müssten wir uns versuchen, ein bisschen hoch zu healen. So, das ist ja schon das zweite Aufladen hier. So, jetzt haben wir zumindest einen kleinen Heal am Start. Ja, das ist zumindest ein bisschen was. Wir kloppen Monster, sodass wir auf 4 Schlüssel kommen. Ja, und jetzt versuchen wir die ganze Zeit auf 4 Schlüssel zu bleiben. Das hängt damit zusammen, ihr wollt mindestens 4 Schlüssel haben für den nächsten Keyshop. Ihr versucht euch immer von Keyshop zu Keyshop so durchzucarryen, ja, sodass das einigermaßen klappt. Viel mehr als 5 bis 6 Schlüssel würde ich nicht auf Tasche haben. Falls ihr so viele habt, dann geht ruhig durch Türen durch. Allerdings nur, wenn ihr schon ein bisschen Damage kassiert habt. Wenn ihr Full Life in Türen reingeht, könnte es sein, dass ihr einen Heal kassiert und ihr overhealt. So, ne? Wenn ihr natürlich eine schlechte Konstellation, einen schlechten Run habt, so wie ich gerade hier, dann könnt ihr per se nichts großartig dagegen machen. So, in meinem Falle jetzt hier 6 Schlüssel. Wir haben ein bisschen Damage, wir weichen aus. Da brauchen wir nicht großartig auf Monster kloppen. Gut. Das klappt relativ semi-optimal, das Ganze hier. Ich würde schon in eine Tür reingehen. Jetzt haben wir aber einen Debuff hier am Start, deswegen versuchen wir erstmal auszuweichen und noch den Debuff irgendwie zu umspielen. So, das ist sehr vieles, was man situationsabhängig irgendwie ja, benutzen muss und worauf man eingehen muss. Jetzt hoffen wir, dass wir ein paar Türen bekommen und vielleicht ein Heal oder sowas. Ja, 5, 4. Leider kein Heal dabei, ja, und jetzt weichen wir wieder die ganze Zeit aus.
So, okay, da haben wir ein bisschen Glück gehabt, ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit an der Stelle hier. So, jetzt sind wir beim Keyshop und jetzt ja, ist es quasi ja, an euch. Es kommt darauf an, was ihr hier als erstes bekommt und wie viel Leben ihr habt. Habt ihr relativ wenig Leben oder die Hälfte Leben, könnt ihr den Heal nehmen. Habt ihr viel Leben, dann lohnt der Heal natürlich nicht. Dann nehmt ihr One-Hit-Wonder. Immer das große One-Hit-Wonder oder den großen Heal hier, also für 6 Räume oder für 8 Räume das One-Hit-Wonder. Ne? Dadurch, dass das jetzt direkt vorgeschlagen ist, wir ein bisschen angeschlagen sind, nehmen wir den Heal. Der kostet auch einen Schlüssel weniger. So. Und versuchen jetzt dementsprechend noch ein paar Monster hier mitzunehmen. Wir werden Full Life gehealt. Das ist sehr schade, dass wir hier einen Tick verbraucht haben. Nehmen die Falle auch mit, denn wir haben ja eh genug Health am Start. So, und jetzt versuchen wir nochmal einzukriegen, hier einzuschlagen, damit wir noch den 4. Schlüssel bekommen. Und versuchen jetzt die ganze Zeit wieder auszuweichen. So, läuft nicht so gut das Ganze. Wir müssen wieder durch eine Falle durch. Könnten wir. Wir könnten aber auch die Tür nehmen. Wir nehmen mal die Tür, weil Fallen-Damage wollen wir auch nicht unbedingt kassieren. Jetzt kommt gleich der Zwischenboss. So, und jetzt versuchen wir wieder auszuweichen. Jetzt haben wir 3 Schlüssel. Ist für meiner Meinung nach halt einer zu wenig, weil wir wollen halt mindestens 4 haben für One-Hit-Wonder. So. Klunkertechnisch läuft das Ganze hier auch nicht optimal. Also ist jetzt nicht ein Paradebeispiel hier, aber finde ich ganz gut, dass wir jetzt hier ja, nicht so einen gestellten Run haben, sag ich mal, wo wir hier die Top-Tier-Ruhen, Seele des Hasen, Schlüsselmeister und Spionageklunker oder Mondstein haben, sondern das komplette Gegenteil ich euch mal zeige und versuchen trotzdem einigermaßen uns irgendwie so durchzuhangeln. Ne? Denn das Ganze ja, ist nicht immer so, wie es halt überall so ja, vorgezeigt wird, sondern es kann halt eben auch mal ein Scheiß-Run passieren. So, ne? So, Magnetstein brauchen wir zum Beispiel nicht, weil wir wollen nicht kämpfen. Die Opfertüren kann man machen. Heilung geben 40% mehr Leben, erleidet beim erneuten Betreten. Ja, das ist alles doof. Wir könnten die Opfertüren nehmen, weil ja, zur Auswahl könnten wir durch so eine Durchwahl die Opfertüren 40% weniger Schaden, machen nicht sehr viel Schaden dann nachher. Ja, den Magnetstein brauchen wir gar nicht. Also das ist hier Not gegen Elend, sag ich mal, ne? Und da versuchen wir dann das Beste eben draus zu machen. Ansonsten, wie gesagt, ist die Technik eigentlich ganz gut. Ihr bleibt immer so plus minus ja, 4 bis 5 Schlüssel, sag ich mal. Ne? Mehr solltet ihr nicht auf Tasche haben. Und ja, das halt eben dadurch, dass ihr dann halt eben so immer gerade so bis zum Schlüsselhändler kommt und euch dort dann den nächsten Buff kaufen könnt. So, das ist wieder sehr unlucky hier. Wir gehen mal durch den Raum hier durch. Jetzt haben wir wieder einen Schlüssel weniger. Das ist sehr, sehr unlucky. Und ja, versuchen hier uns irgendwie so durchzuhangeln. Wir haben sehr viele Fallenräume leider, was man nicht so in die Karten spielt. Ich will nicht unbedingt durch die Falle durch. Meistens warten hinter den Fragezeichenräumen auch immer noch weitere Monster. Ne? Haben leider keinen Heal bekommen. Ausweichen, kriegen aufs Maul. Ja, kriegen nochmal aufs Maul. So, jetzt haben wir 3 Schlüssel. Das ist jetzt kommen wir in eine ziemlich heftige Bredouille hier, weil, wenn wir jetzt durch die Tür durchgehen, überleben wir. Wenn wir rechts lang gehen, sterben wir durch die Falle alleine. Das Ding ist aber, ihr braucht entweder 3 oder 4 Schlüssel. 4 für große One-Hit-Wonder, 3 für großen Heal. Wenn wir jetzt durch die Tür durchgehen, haben wir nur 2 Schlüssel. Das heißt, ja, der Schlüsselmeister kommt als nächstes auch bald und dann können wir keinen von diesen beiden Sachen holen. Aber wir wollen natürlich jetzt auch nicht sterben. Bekommen einen Heal, einen Ultra-Heal sogar, das ist sehr gut. Ja, und hoffen mal, dass wir jetzt noch ein Monster irgendwie klatschen. Ja, irgendwo ein Monster, dankeschön. Aber leider eben zu wenig, zu spät. Ja, ist wirklich kein guter Run. So, jetzt nehmen wir aber zumindest das kleine One-Hit-Wonder mit, damit wir wenigstens ein bisschen was hier haben. Ja, also das ist wirklich für die Verhältnisse ein sehr, sehr schlechter Run. Also wirklich ein sehr schlechter Run. So, wenn ihr One-Hit-Wonder habt und so eine Fallentür habt oder so eine Falle, dann geht ihr da trotzdem durch, wenn ihr relativ viel Leben habt, weil das ist halt eben, ja, ein freies Monster, sag ich mal so. Das kloppen wir jetzt nochmal, weil ist jetzt das letzte Monster von Etage 75. Ab der nächsten Stufe wird es nochmal ein bisschen härter. So. Und wir haben jetzt wieder 4 Schlüssel am Start. Was
generell ganz gut ist. So, jetzt haben wir hier eine Situation, die hätte ich mir früher schon gewünscht, ist leider nicht vorgekommen. Ja, wir haben jetzt hier 2 ganz gute Runen. Brocken ist ganz nice, kann man nehmen, aber über die Seele des Hasen, ihr habt gesehen, es ist die beste Rune. Wir versuchen so viel wie möglich auszuweichen, ne? Und uns jetzt hier so ein bisschen durchzuschlängeln an der Stelle. Ja, das sollte uns jetzt hoffentlich ein bisschen weiterhelfen, die 40%. Ne, die hätten wir viel früher bekommen können, dann wäre der Run deutlich pilzsparender gewesen. Wir gehen hier vorbei, wir wollen nicht die 4 Schlüssel nutzen. Ja, jetzt sind wir nämlich beim Schlüsselhändler und nehmen hier das Erstbeste. Entweder One-Hit-Wonder oder den Heal. Ich würde den Heal tatsächlich bevorzugen. Ich glaube, ich nehme den auch, weil wir sind relativ low-life. Ist immer riskant, einen One-Hit-Wonder zu nehmen, wenn ihr weniger als Hälfte Leben habt oder noch, ja, so wie in meinem Fall noch viel weniger. Dann wollt ihr schon den großen Heal haben, da ist er auch. Ne, könnt trotzdem Monster kloppen für Schlüssel, wenn ihr wollt. Ja, das machen wir jetzt auch. Boah, ist schon viel Schaden. Müsst ihr aufpassen. Ihr kriegt natürlich mehr Schaden durch Seele des Hasen. Ne, das ist der einzige Nachteil hier so. Deutlich mehr Schaden. Und jetzt healen wir uns aber hoch. Den lassen wir liegen. Wir greifen jetzt auch kein weiteres Monster mehr an, damit wir auf Full Life einigermaßen hochkommen. Ja, gehen hier auch durch, weil wir sind jetzt gleich am Ende. Ne? Und wir heben uns noch die 2 Schlüssel auf, die wir haben für die letzten Etagen, falls wir nochmal eine Falle im Verhältnis zu einer Tür haben oder so. Hier das bitte nicht nehmen, es sei denn, ihr wollt unbedingt das Epic haben, weil das kostet einen Schlüssel hier. Ne, da gehen wir grandios dran vorbei, den lassen wir liegen. So, hier für den Fall nehmen wir jetzt den Schlüssel, ja, weil wir wollen natürlich keinen Fallen-Damage haben. So, den Fragezeichenraum, die normalen Räume und Monsterräume nehmen wir mit, weil da können wir so gut wie möglich ausweichen. Hier versuchen wir wieder dann halt eben ja, vorbeizukommen. Das ist jetzt eben eine doofe Situation. Ne? Müssen ausweichen, versuchen zumindest. Und jetzt haben wir ein großes Problem. Denn wenn wir jetzt hier keinen Heal bekommen, einen großen Heal, wir haben nochmal Schaden bekommen, jetzt ist sowieso vorbei, dann ja, schaffen wir den Endboss nicht, denn der zieht über die Hälfte Leben mit Seele des Hasen und da kommt man dann ansonsten so nicht dran vorbei. Wir bekommen Holz, ja, der Run ist relativ teuer gewesen, leider Pech gehabt mit den Runen und leider auch Pech gehabt mit den, ja, mit der Konstellation der Räume. Trotzdem hoffe ich mal, dass ich euch einigermaßen ein paar Tipps mit auf den Weg geben konnte, auch wenn es jetzt, ja, sage ich mal, der Vorführeffekt war und der Run wirklich sehr, sehr schlecht lief. Wir haben jetzt hier, ja, wir mussten 4-mal aufladen. Das sind 200 Pilze. Das ist trotzdem noch im Durchschnitt, sag ich mal. Ansonsten bezahlt ihr viel, viel weniger, wenn ihr viele Tipps von dem, was ich hier erzählt hatte, annehmt. Ne? Vor allen Dingen in den ersten 25 Räumen ist es halt wichtig, dass ihr versucht, trotzdem Schlüssel zu farmen. Ja, da hatte ich auch einen kleinen Fehler gemacht, rückwirkend. Da versucht ihr mit 4 Schlüsseln in die nächsten 25 Etagen, also 25 bis 50 zu kommen. Ne? Da hatte ich nur 2 Schlüssel auf Lager gehabt, hatten aber auch schon direkt Debuffs ohne Ende kassiert, also das war schon sehr unlucky zum Anfang. Ne? Hätten wir da nur einen kleinen Heal bekommen, hätten wir nur einen, oder sagen wir mal, hätten wir einen Buff bekommen, sei es doppelte Schlüssel, One-Hit-Wonder, sei es, ja, weiß ich nicht, ein Heal über Zeit, aber wir haben ja direkt, glaube ich, 2 Debuffs bekommen, einmal Vergiftung, einmal doppelten Schaden kassieren. Das kann man natürlich nicht beeinflussen. Wäre das dort anders gelaufen, hätte man sich schon dort ein Schlüsselpolster aufbauen können von, ich sag mal, 5, 6, 7 Schlüsseln. Ja, habt trotzdem noch einigermaßen gutes Leben und wenn ihr mit 7 Schlüssel in die nächsten 25, von 25 bis 50 reingeht, dann seid ihr da schon gut aufgestellt. Ja, dann habt ihr ein paar Schlüssel, um in ein paar Räume reinzugehen, falls ihr nicht an Fallen vorbeikommt oder Monster nicht kämpfen wollt, habt da die Chance, euch hoch zu healen, einen Buff zu bekommen, ja, oder halt einen Debuff, wenn es unlucky ist, ne? Und könnt dann zumindest dort bis zum ersten Schlüsselhändler durchhalten, euch mit 4 Schlüsseln das große One-Hit-Wonder holen. Das haben wir jetzt diesmal kein einziges Mal geschafft. One-Hit-Wonder ist immer die erste Wahl, die zweite Wahl wäre der Heal. Dadurch, dass wir oft angeschlagen waren, mussten wir immer auf den Heal zurückgreifen, was man eigentlich nicht möchte. Und ja, das ist so meine Taktik auf jeden Fall für den Legendary Dungeon hier. 200 Pilze ist schon, sag ich mal, teuer im Verhältnis. Sonst bin ich
ja, mit der Taktik, wenn es einigermaßen gut läuft, wie gesagt, es war unlucky, so immer bei 150 Pilzen oder so, ne? Wir hatten ja sogar schon mal einen Zero-Death-Run so, also da ist auf jeden Fall Potenzial da. Gut, wir packen das Ding jetzt mal aus, ne? Bekommen die Socke, das hatten wir schon mal, das Item, nicht das erste Mal hier auf dem Account und ja, wie gesagt, auch wenn der Run ziemlich unlucky gewesen ist, das kann man leider nicht immer beeinflussen, hoffe ich, konnte ich euch trotzdem ein bisschen ein paar Tipps mit auf den Weg geben. Ne? Wir gucken nochmal rein, wie es hier aussieht. Immer alles mitnehmen, so, das ist gut. Ja, obwohl man hier, das wäre zum Beispiel schon mal ein solider Run, sag ich mal. Hier kann man auch dann eine Fallentür mitnehmen, in dem Falle. Lul, ja, kann man ein bisschen Damage kassieren, weil wir farmen hier ordentlich Schlüssel. Jetzt würde ich hier reingehen, theoretisch, und an der Kiste vorbei. Und ja, der Run sieht schon deutlich stabiler aus, deutlich stabiler als der erste Run. Also wie gesagt, das ist immer glücksabhängig. Jetzt haben wir 8 Schlüssel, können uns mega easy hochhealen. Wir weichen sogar aus hier. Ja, versuchen hier, ja, so gut es geht, durchzukommen, können den mitnehmen, schlagen den, ja, und haben hier schon ein sehr krasses Schlüsselverhältnis so und versuchen jetzt einfach irgendwo in die Türen reinzugehen, Heal zu bekommen, sodass wir am Ende mit, ja, so 5 bis 6 Schlüsseln bei Etage 25 dann rausgehen und ja, das sieht auf jeden Fall schon mal deutlich anders aus, ne? Es läuft immer anders so, als man denkt, als man es, ja, möchte, aber gut. Wie gesagt, vielleicht konntet ihr trotzdem damit ein bisschen was anfangen. Alles klar, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.